Hi, ich bin Bennett und das hier ist alles Kram, was wir für 6 Wochen Motorradreise dabei haben. Wir starten mit der Hardware und gucken uns das ganze persönliche Kram im Anschluss an. Die gelbe Tasche und den Tankrucksack packe ich mal nicht in der Garage aus. Zunächst einmal bleiben dann nur noch die beiden Soft Luggage Sachen rechts und links, eine kleine Stutzbügeltasche vorne und das Topcase übrig. Das Topcase ist in diesem Fall, dank der neuen Taschen, komplett leer. Ich nehme das auf dieser Tour jetzt noch mit, einfach aus dem Grund, weil wir 6 Wochen unterwegs sind und ich nicht absehen kann, ob ich den Platz nicht nochmal brauche. Essen, trinken, vielleicht kauft man irgendwas ein. Auf dieser Tour ist das Topcase noch dabei. In den beiden Softgepäcktaschen ist fast ausschließlich nur Campingkram. Wenn ich vom Motorrad absteige, bin ich dieser Tasche hier am nächsten. Das heißt, hier versuche ich nicht immer gleich alles von Anfang an voll zu machen, sondern mir Platz für Wasser oder Müsliriegel oder sonst was zu lassen, wenn man hier einfach viel schneller rankommt, als wenn man dann immer erst einmal ums Motorrad laufen muss. Hier drin ist eine Daunenjacke. Das ist eine ganz normale Daunenjacke, die ich auch als normales Kleidungsstück mit habe. Die habe ich immer in dieser Tasche schnell griffbereit, wenn man hoch auf den Berg fährt oder es anfängt zu regnen und dann ist es halt einfach doch scheiße kalt. Hier ist man mit einem Griff dran. Daunenjacke. Müsliriegel. Nüsse. Das Regencape für den Tankrucksack und Merino-Unterziehhandschuhe, weil ich keine Winterhandschuhe mitnehme. Wir fahren im Sommer, falls es jetzt doch mal kalt wird, hat man immerhin was. Fließbuff, falls es auch noch mal kalt wird. Funktionshandtuch ist absichtlich einzeln gepackt, nicht in einer normalen Tasche. Das brauche ich auf dem Campingplatz so oder so. Aber falls man mal zwischendurch in den See springt, hat man hier immer noch eins griffbereit. Dann erste Innentasche. Diese Taschen haben den Vorteil, dass sie 25 Liter fassen, komprimierbar sind, also haben hier so ein praktisches Ventil und man kann sie von beiden Seiten öffnen. In der kleinen Tasche wiege nicht so viel, weil ich da wie gesagt Platz für Essen, Trinken etc. lasse. Ein Campingstuhl, ein Campingtisch, ein Allzweckbeutel, der hat so praktische Sachen wie ein Nähset, eine Ersatzglühbirne für Annikas BMW, ein paar Wäscheklammern etc. Da ist ein Haufen Kram drin, von dem man vieles nicht braucht, aber wenn man es dabei hat, freut man sich einfach. Und dann ein Jutebeutel, den man easy auch noch mit anderem Kram füllen kann, gerade für Einkäufe etc. super praktisch. Und hier drin ist halt schon mal Salz, das war noch vom letzten Mal übrig, braucht man immer zum Kochen. 2 Stirnlampen, klar, Camping. Einfach ein Stück Seife, manchmal gibt es auf Campingplätzen nichts, das haben wir mal in irgendeinem Hotel mitgenommen. Eine Tüte Tee und Instant-Kaffee. Ich packe da meistens nicht extra was ein, sondern dann nimmt man sich halt was weg, wenn es irgendwie auf dem Hotelzimmer mal einen Beutel Tee gibt oder so. Ein paar Mülltüten brauchen wir beim Camping immer und auch nochmal so Camping-Kleinkram. Hier ist nochmal eine Lampe fürs Zelt zum Aufhängen, schön zum Lesen und aus irgendeinem Grund 3 Stück, aber Schaden tut's nicht. Waschschwämme, das ist Inhalt linke Seite. Der große Beutel. Erstes Kopfkissen, erster Schlafsack, erste Isomatte, zweites Kopfkissen, zweiter Schlafsack, zweite Isomatte, zweiter Campingstuhl und Kocher und Besteck. Und das ist echt ganz praktisch. Dieser praktische Kocher, den kann man wirklich einfach so zusammenstecken und der hat den Vorteil, dass er wirklich extrem platzsparend ist. Der Deckel fungiert, ist ein kleiner Topf/Pfanne und der Boden ist der große Topf für Nudeln kochen etc. Küchentuch und Besteck. Das ist der Brennaufsatz für den Gaskocher und dazu die Gaskartusche.
Und es ist schon mega cool, dass das so klein zusammengeht. Es ist nicht das Profi-Geschirr. Wir campen jetzt auch nicht ultra lange oder ausgiebig irgendwo. Es reicht für unsere Sachen völlig aus. Man kann hier Wasser kochen, man kann Nudeln kochen. Es ist einfach das praktischste, kleinste, was man sich so holen kann. Braucht man unbedingt Campingstühle und Tische? Definitiv nicht. Aber es ist halt einfach cool, das dabei zu haben, weil es halt einfach so viel mehr Komfort schafft, wenn man dann halt mal wirklich irgendwie noch abends zusammensitzt oder versucht zu kochen oder sowas. Und es gibt auf dem Campingplatz oder irgendwo, wo man halt gerade ist, einfach nichts, wo man vernünftig drauf schneiden oder sich irgendwie ausbreiten kann. Wir haben den Platz jetzt, weil wir zu zweit unterwegs sind. Wenn ich alleine unterwegs wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht mitnehmen. Kommen wir noch zum Werkzeug. In der kleinen Sturzbügeltasche hier ist neben meiner Werkzeugrolle kleines Holzbrett, weil Annikas Motorrad keinen Hauptständer hat. Das ist manchmal auf losem Untergrund ganz gut. Kettenspray, klar, braucht man auch. Nochmal ein paar Ersatzspanngurte. Man weiß halt nie, wann man mal welche braucht oder wann mal was kaputt geht. Ein paar alte Lappen. Flüssigmetall, also Epoxykleber für Metall, nochmal Lappen und dann die Werkzeugrolle. Ich nehme auf dieser Tour jetzt kein Zeug mit, um Räder wirklich zu tauschen, keine Ersatzschläuche, kein Flickzeug oder sowas. Wir sind nur in Europa unterwegs. Ich gehe eher davon aus, dass man, wenn überhaupt, ein Rad mal abbauen und ausbauen muss, um damit halt irgendwo hinzufahren, wo man das dann flicken lassen kann. Deswegen jetzt den Overkill zu machen mit Wechseleisen, Ersatzschläuchen, das ist für Europa, wenn man jetzt nicht wirklich plant, in der hinterletzten Ecke von Rumänien den Trans-Euro Trail zu fahren, völliger Overkill. Das an sich ist schon extrem viel Werkzeug, das ich allerdings mitnehmen muss, weil wir zwei völlig unterschiedliche Motorräder haben. Also es ist aber Werkzeug für beide Motorräder. Das ist jetzt nicht irgendein fancy Shit oder sowas. Es ist einfach nur ein ganz normales Werkzeugkram, das ich so gepackt habe mit dem Gedanken, dass ich tendenziell an alle Verschleißteile rankomme und alle Verschleißteile halt irgendwie ersetzen könnte. Wenn ich mir jetzt nur mal ein neues Paar Bremsbeläge kaufe, dann kann ich die selber wechseln oder ich kann halt ein Rad ausbauen oder ich komme an einen Luftfilter. Deswegen grundsätzlich einfach nur Schlüssel. Die kleinen braucht man zum Kettespannen, die größeren braucht man, um mal an Schrauben zu kommen. Ein Universal-Maulschlüssel ist immer praktisch, falls man jetzt mal wirklich irgendwo an was ran muss, wo man jetzt nicht dran gedacht hat, dass man es braucht. Die Krimmzange, damit man sich selber auch mal was festhalten kann. Das Wichtigste hier dran, Kabelbinder. Ohne die wird es wirklich schwierig. Die sollte man wirklich immer dabei haben. Alles andere kann man auch mal getrost zu Hause lassen. Schlüssel zum Abbauen vom Hinterrad von der Africa Twin. Ein paar Sechskantschlüssel. Die braucht man auf jeden Fall. So ein Kombi Schraubenzieher, Kreuz, Schlitz etc. Dann ein Satz Torx-Schraubenzieher. Auf den könnte ich zum Beispiel komplett verzichten, aber die BMW hat halt an manchen Stellen einfach so Torx-Schrauben. Hat meine Honda überhaupt nicht. Ein paar Ersatzschrauben für die Batterie. Das ist so ein Ding an der BMW, dass sich die Batterieschrauben gerne lose rütteln. Haben wir lieber noch mal ein Ersatzpaar dabei. Um einen der Torx-Schlüssel ist hier noch Panzerband gewickelt. Das ist auch wichtig. Das Wichtigste, was man immer dabei haben kann, ist Panzerband und Kabelbinder. Sonst braucht man eigentlich nichts. Eine kleine Ratsche, ein paar Schlüssel für die Ratsche und so ein Spezialding für BMW. Das braucht man zum Abbauen vom Hinterrad. Und dann als allerletztes Isolierband für irgendwelche Elektrikkabelbrüche und ein Sealmate Reinigungstool für die Simmerringe an den Gabelbrücken. Einfach nur, weil meine Gabel jetzt dieses Jahr ein bisschen undicht war. Das hat wunderbar funktioniert, das damit zu reinigen. Falls da jetzt noch was passieren sollte, habe ich den jetzt dabei. Kostet nicht viel, nimmt nicht viel Platz weg. Schön. Das hier ist jetzt alles, was ich dabei habe an persönlichem Kram, Klamotten und alles, was man sonst noch so braucht. 4-mal Hosen. Einmal Jeans, 2-mal kurz, einmal normale Chino und ganz wichtig ein Gürtel. Man kann jetzt hier bestimmt auch irgendwie eine Funktionshose nehmen, die lang und kurz zusammen kann oder so, aber man kann auch seine Würde nicht gleich an der Haustür abgeben. Außerdem, wir sind so lange weg und müssen halt auch ein paar Leute treffen, bei denen man sich jetzt nicht unbedingt wie der letzte Funktionsmensch anzieht. Deswegen habe ich immer ganz gerne normale Klamotten mit. Da bin ich einfach nicht so der Funktionsmensch. Regenjacke,
Badehose, ganz wichtig. Einfache Flipflops braucht man immer. Schuhe sollte man immer auf der Liste haben, vergisst man sonst gerne beim Packen. Ich nehme gerne Vans, weil die relativ flach sind und trotzdem immer noch ganz gut aussehen. Ladekabel Handy, Ladekabel für alles Mögliche. Hier kann man halt zig Sachen einfach über Nacht anschließen. Intercoms, Kameras, was auch immer man da halt alles noch dran laden möchte. Das ist so ein uralter USB-Hub. Ich nehme den komplett nur zum Laden von irgendwelchen Elektronikgeräten. Das ist total super. Autan, eine Schlafbrille, falls man im Zelt oder sowas Probleme mit Helligkeit hat. Das rettet einem manchmal schon die Nacht. Eine Mütze, einen Travel-Backpack-Rucksack und weil wir in so viele Städte fahren wie Lyon und Barcelona, wo es mit Taschendieben so ein Problem geben soll, auch eine Tasche, die man gut einfach vorne vor sich hertragen kann, sodass man da nicht in Bredouille kommt. Dann habe ich hier noch eine Tasche mit Kleinkram, Elektronik. Da sind zum Beispiel die Ersatzakkus für die Drohne drin, das Laptop-Kabel, ein SD-Card-Reader und die externe SSD-Festplatte zum Datensichern. Dann 2 Bücher. Ich lese gerne noch analog. Ich habe jetzt hier keinen Tolino oder sowas mit. 6 Wochen, 2 Bücher sollte ausreichend sein. Ein paar Wischtücher für den Helm, da habe ich sonst welche im Tankrucksack. Das sind hier nur so Ersatzsachen. Wie gesagt, 6 Wochen kann man ein paar mehr mit haben. Schuhdeo bzw. Geruchsneutralisierer auch für die Kombi gerne genommen. Ein Hardcase, da gehört der Laptop rein. Der ist jetzt da noch nicht drin, weil ich den natürlich jetzt noch brauche. Aber das ist ein richtiges Hardshell-Case. Der kann einfach mit zusammen in die gelbe Tasche. Am besten ganz unten. Und dann kann man da alles schön draufspannen. Da geht der Laptop auf jeden Fall nicht drin kaputt. Oberkörper. 1, 2, 3, 4 T-Shirts Baumwolle. Ein Hemd, langärmlich Baumwolle. Ein Hemd Jeans. Ein Hemd Leinen. Gerade Jeans- und Leinenhemden sind super praktisch, weil sie nicht so viel Dreck ansammeln. Und wenn man die nicht so oft trägt, kann man die halt sehr, sehr lange einfach so behalten. 1, 2, 3 Funktionssachen, 2 T-Shirts und ein Baselayer fürs Motorradfahren. Dann liegen hier noch zwischen so ein paar Ersatz-Rockstraps zum Befestigen, falls man doch nochmal eine Extra-Rolle braucht oder mal irgendwas transportieren muss, was man jetzt nicht unbedingt vorhersieht. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Paar Unterhosen, normal Baumwolle, 1, 2 Ersatzunterhosen, Funktion fürs Motorradfahren. Ein Paar Wandersocken, beziehungsweise es sind eigentlich 2 Paar Wandersocken, aber eins haben wir ja an, wenn man normal Motorrad fährt. Dann noch ein paar normale Socken, auch nochmal 3 Paar normal, 2 Paar kurz, ein paar dicke, handgestrickte Wollsocken. Und das ist mega praktisch, wenn es dann doch mal kälter wird. Ein Pullover und dann nochmal Funktionssachen. Also nochmal ein Shirt, das habe ich jetzt natürlich hier schon zur Seite gelegt fürs Starten zum Motorradfahren. Eine Funktionsunterhose, ein Baselayer T-Shirt, ein Baselayer lange Unterhose. Hier liegt noch eine Powerbank, die kommt da auch einfach mit in die Tasche. Ich brauche die nicht im Tankrucksack oder sowas. Ich kann mein ganzes Kram am Motorrad laden. Das ist nur, wenn man im Zelt abends nochmal sein Handy anstecken muss oder sowas. Dafür ist die da, deswegen kommt die in die Tasche. Und ein Funktionspullover, den ich jetzt auch erstmal rausgelegt habe, separiert habe, falls ich den jetzt schon zum Anziehen auf dem ersten Start brauche, falls es so kalt sein sollte. Das ist alles das, was ich an persönlichen Klamotten mit dabei habe. Braucht man so viel? Wahrscheinlich nicht. Kann man noch viel funktionaler packen? Auf jeden Fall auch. Aber es ist das, was ich als sinnvoll erachte, wenn man wirklich 6 Wochen unterwegs ist und es ist nicht nur eine Motorradtour, bei der man jetzt jeden Tag einfach nur irgendwelche Kilometer abspult, sondern wir haben ein paar geschäftliche Termine, wir treffen Freunde, wir sind auch mal ein paar Tage länger an einem Ort, wo man halt auch einfach mal in ein normales Restaurant gehen will vielleicht. Und da ist es mir persönlich einfach lieber, wenn ich halt einfach normal aussehen kann und mich normal anziehen kann. Deswegen ist das meine Klamottenauswahl und das ist halt schon recht funktional gepackt, würde ich sagen. Wenn man eine Jeans abends maximal 2 bis 3 Stunden jeden Tag trägt, dann hält die 2 Wochen. Ohne Probleme. Grundsätzlich kann man sagen, dass ich versuche, klamottentechnisch immer so viel mitzunehmen, dass ich so 1 Woche bis 10 Tage ohne zu waschen auskomme. Mehr als 10 Tage braucht man eh nicht Klamotten mitnehmen, weil wenn man länger weg ist, muss man eh waschen zwischendurch. Von daher 1 Woche Klamotten, top. Ich fahre ohne Tankrucksack. Das heißt, ich habe
Vorne kein Gepäck am Motorrad, dafür hinten relativ viel. 2 Koffer, die stabile Alukoffer sind. Ein Topcase und eine Rolle mit Zelt, in dem fürs Campen alles ist. Die zweite Rolle ist jetzt nur ein Zusatzgepäck, das ich auch auf dem Weg bei Freunden lasse. Also das reicht jetzt nur als Zwischenmitnahme mit. Das haben wir sonst normalerweise nicht dabei. Ich liebe meine beiden Koffer, auch wenn sie recht groß sind, für Reisen aller Art und fahre immer, wenn wir wegfahren, mit diesen beiden Koffern. Das ist sehr praktisch. Der eine ist etwas kleiner und schmaler. Das ist der Koffer, der am Auspuff sitzt. Der andere ist auf der Seite, wo kein Auspuff ist und deswegen breiter und fast auch mehr. Das Herausfordernde daran ist ein bisschen auszutarieren, dass die beiden Koffer trotzdem gleich schwer sind ungefähr. Kriegt man aber auch recht einfach hin. Und dann zeige ich euch jetzt, was ich für 6 Wochen mitnehme auf solchen Fahrten. Und ich warne euch, diesmal ist es extrem viel. In den Koffern habe ich noch einmal solche wasserdichten Taschen. Die ziehe ich einfach raus, wenn wir irgendwo anhalten und übernachten, so dass ich nicht jedes Mal den ganzen Koffer abbauen muss. Das ist sehr praktisch. Und neben den wasserdichten Taschen habe ich immer noch ein ganz paar Dinge in jedem Koffer, die ich nicht mit ins Hotel oder ins Zelt nehmen würde, sondern auf der Fahrt griffbereit haben müsste. Hier sind es meine Winterhandschuhe, die ich nur auf extrem kalten und sehr nassen Fahrten anziehe oder wenn meine Sommerhandschuhe gar nicht mehr gehen. Ich fahre am liebsten mit Sommerhandschuhen und selbst wenn es super kalt ist oder regnet, mache ich lieber meine Griffheizung an, als die Winterhandschuhe anzuziehen. Und dann habe ich noch ein Desinfektionszeug mit für Situationen aller Art. Das braucht man aber nicht unbedingt. Das kommt darauf an, wie pingelig man ist und wie man unterwegs ist. Ich habe eine Waschtasche. Da ist gar nichts Spektakuläres bei. Ganz normale Sachen wie Deo, 3 Tuben Sonnencreme. Und normale Waschsachen. Beim Shampoo nehme ich das in einer Dose mit, in einer ganz einfachen. Ein festes Shampoo und Duschgel zugleich. Früher gab es die nur bei Lush. Inzwischen gibt es die in jeder Drogerie. Kann ich euch sehr ans Herz legen, nimmt nämlich ganz wenig Platz weg. Und dadurch kriegt man alle Waschsachen inklusive Sonnencreme und für mich natürlich auch Schminke hier in diesen Beutel rein, inklusive aller Hygieneartikel. Dann habe ich ein paar Turnschuhe. Sehr zu empfehlen, die Schuhe nicht zu vergessen. Eine Wärmflasche und noch ein paar Sandalen diesmal. Und sonst habe ich das erste Mal diesmal solche Kompressionstaschen mir zugelegt. Kleine Beutel, die man packt und die dann durch einen zusätzlichen Reißverschluss komprimiert werden, sodass sie kleiner sind und weniger Platz wegnehmen. Da habe ich das jetzt nach Thema sortiert quasi, sodass ich eine Packtasche hier mit Unterwäsche und Socken habe. Da packe ich vor allen Dingen mehrere kleine Socken, Unterwäsche ungefähr für eine Woche und dann wäscht man. Ja sowieso, ich habe Motorradunterhosen und normale Unterwäsche für, wenn man nicht auf dem Motorrad sitzt, mit. Und hier sind auch noch 2 Paar dicke Socken und solche längeren Socken drin, falls es mal so richtig kalt wird. Da ist ein Kamm. Sonst habe ich auf Motorradreisen und auch sonst, ich trage ausschließlich Kleider. Außer meine Motorradhose und eine Latzhose zum Arbeiten habe ich keine Hosen. Das macht es sehr praktisch. Hier sind alle Kleider und Teile drin, die ich zum Anziehen brauche. Kleider sind super klein zum Zusammenlegen. Man braucht quasi nicht viele davon, braucht nie 2 Teile zum Anziehen, also nicht immer eine Hose und ein Shirt oder Pullover, sondern ist mit einem Kleid voll ausgestattet und je nach Temperatur kann man das Kleid ohne Strumpfhose, mit Strumpfhose oder mit einer dickeren Strumpfhose anziehen, also ist das sehr leicht kombinierbar, genau. Dann habe ich noch eine Packtasche, in der ich eine Regenjacke habe, die ich zur Not auch unter die Kombi ziehen kann, einen bzw. so einen Thermo-Pullover von Engelbert Strauß, den ich auch noch als zusätzliche Schicht anziehen kann und einen Pulli, der dünner ist, den ich über die Kleider ziehen kann, ohne dass es ganz schlimm aussieht. Und das war's auch schon mit diesem Koffer. Und dann gehen wir mal zum nächsten. In Koffer Nummer 2 ist als erstes mein bester Freund, die Regenkombi. Neben dieser Tasche wieder. So ist es leicht greifbar und griffbereit, wenn es wirklich regnet. Ich fahre in Leder und deswegen muss man die ja leider Gottes irgendwo griffbereit haben. Und ich muss sie nicht mit ins Hotelzimmer nehmen, deswegen ist sie wieder neben der Tasche und nicht da drin. Und dann, wenn ich die Tasche aufmache, habe ich hier auch meine Packtasche
Papptäschchen, hier mit Zeug zum Schlafen und noch eine Ersatzsonnencreme, weil ich so helle Haut habe. 2 Shirts zum Fahren dabei, 2 Baumwollshirts und 2 Funktionsshirts. Eins davon habe ich an, wenn wir starten, deswegen sind hier nur 3 Shirts drin. Und noch ein Tuch, das man immer auch als einen, ich sag mal, zusätzlichen Pulli oder Sonnenschutz oder Schal verwenden kann. Das ist dann immer sehr praktisch, wenn Sachen so kombinierbar sind. Genau, hier habe ich Strumpfhosen. Das ist dann die Ergänzung zu den Kleidern. Strumpfhosen in verschiedensten Dicken, also von ganz dünnen Perlonstrumpfhosen über dickere Strumpfhosen bis zu einer ganz, und das nimmt den meisten Platz hier drin weg, einer sehr dicken Thermohose, die ich als eine Art Futter unter meine Lederkombi nochmal ziehen kann, die natürlich kein Innenfutter hat. Dann, wie so oft beim Reisen arbeite ich auch, deswegen habe ich auch Rechner dabei und dazu als Ergänzung eine Tasche, wieder eine Tasche in der Tasche in der Tasche, in der ich eigentlich gar nicht so viele besondere Sachen habe, kleine Notizbücher. Ich bin ein Schreiberling und mache mir gerne Notizen, schreibe gerne Reisetagebuch. Dafür habe ich diese kleinen Notizbücher dabei. Sonst lauter Adapter, elektronische Geräte. Auch nochmal in kleinen Taschen. Und Teebeutel, weil wir einmal campen und dann sonst auch, wenn es mal schweinekalt ist, dann mache ich mir gerne einen Tee unterwegs in meiner Trinkflasche. Ich habe die Reiseapotheke, die jetzt diesmal auch sehr vollgepackt ist. Also normalerweise nehmen wir nicht ganz so viel mit. Aber bei der langen Reise sind wir auf Nummer sicher gegangen. Und jetzt habe ich noch ein Reisehandtuch. Das kann man an dieser Schlaufe sonst auch irgendwo außen dranhängen in diesem. Es ist so ein bisschen durchsichtiger, durchlässiger Beutel, sodass dass es auch trocknen würde, wenn man fährt. Genau, und sonst habe ich nur Kabellage und das war's auch schon. Dieser Koffer ist dann auch leer und weiter geht's bei meinem Topcase. Im Topcase habe ich gar nicht so viel untergebracht. Hier sind jetzt vor allen Dingen Geschenke für Freunde auf dem Weg untergebracht. Ein Mini-Stativ, meine Trinkflasche für zwischendurch und so ein kleines Beutelchen, in dem ich meine Wertsachen habe und mit denen ich quasi, wenn man absteigt, auch einfach mitnehmen kann. Sonst ist das Topcase vor allen Dingen für Essen reserviert, wenn wir auf dem Weg einkaufen. Und wenn alle diese Sachen, die wir den Leuten mitbringen, jetzt erstmal raus sind, ist es eigentlich so gut wie leer und bereit für den Einkauf. Als letztes Tankrucksack. Da ist praktisches Kram drin und ein bisschen Kameraequipment. Sonnenbrille. Karte mit den schönsten Alpenpässen. Eine Karte, die ich mal in irgendeinem Hotel in Frankreich mitgenommen habe, mit ein paar Strecken durch Südfrankreich. Sehr schön mit Lavendelrouten. Und eine Karte aus einer Ausgabe aus der Ride mit Traumstrecken in Europa, wo auch ein paar aus den Pyrenäen mit drin sind. In die Nähe fahren wir. Und dann hier an der Seite auch immer ganz praktisch Schutz. Sonnencreme und Sonnenschutz Labello. Im Deckel. Tuch zum Putzen von Linsen, ein Ratschenschlüssel für den Motorradmount für die Actioncams, dann kann man ihn richtig schön festknallen. Ein bisschen Salz, ein paar extra Teesachen. Dann hier oben im Deckel Tücher für einen Helm putzen, für unterwegs, ein Feuerzeug, das schadet auch nie. Das Regencape fürs Handy, grüner Versicherungsschein, kleines Salz, Ersatzladekabel fürs Handy, falls das Ladekabel am Motorrad, das ich zum Handyladen nehme, aufgibt oder bricht. Das ist nochmal Visier- und Helmreiniger. Das war's. Im Tankrucksack Fernbedienung für die Drohne. Die Drohne selbst, doppelwandige Trinkflasche, Ladebox für die Actioncams, Cappy, Buff, kleine Reiseapotheke, nur Antiallergika und Schmerztabletten und ein Nasenspray. Tasche für das Mikro, das ich hier gerade benutze. Ein paar Fishermans, noch ein paar Fishermans,
Verlängerungskabel für das Ladecase zum Laden am Motorrad, so ein Packung-Clipser und ein Gummiband für Snacktüten und sowas, dass man das halt, wenn man sich sowas kauft, zumachen kann. Saut's nicht im Tankrucksack rum. Und als allerletztes mein gutes, schönes Seilschloss. Damit kann man einen Haufen Kram am Motorrad festmachen. Das ist immer ganz unten drin. Man braucht es nicht oft, aber wenn man es braucht, ist es mega praktisch. Das war alles Gepäck, was wir auf 6 Wochen Motorradreise mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light.